Alter, jetzt hätte ich von Vögeln angegriffen. What the f***? Okay. Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum letzten Vlog von Australien. Aber der erste von 2023. Frohes neues Jahr an allen erstmal, auch wenn dieser Vlog wahrscheinlich dafür viel zu spät erscheint. Ich laufe gerade von den geilen Sydney Feuerwerk zurück. Es war absolut fantastisch. Man sieht mich jetzt zwar gar nicht, es ist mir völlig egal, weil ich habe sehr viel Bier getrunken. Und ich werde euch jetzt das Feuerwerk zeigen, denn es war ein wirklich sehr, sehr schöner Abend. What to do when the truth hurts more than 1,000 lies? Let it through, hope that soon everything will break to pieces. Wish it didn't go this way. Our love works so that I can stay and calling. So tell me how can I fix your heart? Can't keep feeding a lie any longer. I've tried, I've ignored all the signs for the love that won't lie. I don't wanna fall down, push myself to the ground. There's no way around it, so let me fix your heart. So, diesmal im nüchternen Zustand. Hi. Ja, ich bin wieder Covid-negativ. Also ich bin schon längst wieder Covid-negativ eigentlich. Es hat leider meine Weihnachtspläne ein bisschen gestrichen. Aber Silvester immerhin nicht. Da war ich schon wieder längst negativ. Deswegen konnte ich auch an diesem absolut fantastischen Abend mitmachen. Was war eigentlich so einer der besten Neujahrstarts, den man sich wünschen kann. Und ja, jetzt wegen Corona muss ich Sachen nachholen. Und deswegen, das ist jetzt meine letzte Woche hier. Ich habe jetzt noch 9 Tage, aber nichtsdestotrotz, ich nehme mir jetzt die Zeit und wiederhole quasi das, oder was heißt wiederholen? Ich mache jetzt das, was ich eben nicht mehr schaffen konnte, weil ich die Reise abbrechen müsste. Das heißt, die nächsten 2 Tage sind wir in Canberra, die Hauptstadt Australiens. Und danach sind wir 2 Tage in Melbourne. Das ist zwar alles viel verkürzter als ursprünglich vorgestellt, aber immerhin komme ich dahin. Mein Geld für die Flüge kriege ich eh nicht zurück. Ich muss mit die Gesellschaft nochmal fliegen. Deswegen das ist eigentlich das einzig Sinnvolle. Und ja, einmal so ein ganz kleiner Ausflug noch zum Schluss. Ist doch eigentlich was Feines, oder? Ja, Sachen sind hier gepackt. Morgen geht's ganz früh los. Ich muss um 5:30 aufstehen. Deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt ins Bett. Wir sehen uns morgen. Bis dann. So, wir machen wieder ein bisschen Geschichtsunterricht. Hier ist das alte Parlamentsgebäude. In meinen Augen sieht es gar nicht mal so alt aus. Ja, genau, da stehe ich davor und dann hier hinten. Und das sieht irgendwie schon ziemlich majestätisch aus. Das ist das neue Parlamentsgebäude. Man sieht gerade schlecht, weil der Wind gerade sehr schlecht weht. Da oben ist die Australien-Flagge. Und ja, da ist eben das neue Gebäude. Ja, Canberra war eine interessante Stadt zum Anschauen. Das hat nicht wirklich so ein richtiges Stadtzentrum, also auch wo die Regierungsgebäude sind. Das war nicht wirklich das Zentrum, das war ein bisschen außerhalb. Das ist quasi eine Region, wo einfach nur ganz viele Bezirke miteinander verbunden sind. Aber so eine richtige Stadt ist es nicht. war echt interessant zu sehen. Also wenn jemand echt so Interesse in Stadtplanung hat, würde ich es mal empfehlen, ja, vor Ort oder online anzuschauen auf jeden Fall.
Und einfach auch eine unfassbar moderne Stadt. Das wurde ja erst im 20. Jahrhundert überhaupt gebaut, weil Sydney und Melbourne konnten sich ja nicht einigen damals, wer die Hauptstadt von Australien wird. Und der Kompromiss war ja, wir bauen einfach eine Stadt genau dazwischen. Und ja, das ist halt Canberra geworden. Interessante Geschichte eigentlich, aber dementsprechend sehr modern. Ich war dort auch wieder bei welchen Verwandten, weshalb ich hier nur wenige Aufnahmen habe. Ich hoffe, man kriegt aber trotzdem einen ganz guten Eindruck von der Stadt. Es war wirklich interessant zum Anschauen, hat mir schon ganz gut gefallen, aber mehr als ein Wochenende muss man da nicht unbedingt verbringen, fand ich, weil so viel zu tun gab es da jetzt auch nicht unbedingt. Also vor allem was Nachtleben und irgendwelche anderen Sachen anging, war es jetzt nicht so spannend. Aber zum Anschauen auf jeden Fall ein Blick wert. Schon interessant. Das war's auch schon mit Canberra. Bin jetzt an meinem allerletzten Reiseort jetzt hier in Australien gekommen, bevor ich wieder ein letztes Mal nach Sydney zurückgehe. Ist aber kein schlechter zum Ende. Willkommen in die südlichste Großstadt der Welt, Melbourne. Falls hier der ein oder andere Formel-1-Fan zuschaut, das hier ist die Zielgerade von der Formel-1-Rennstrecke. Da ist die Zielgerade und hier ist quasi die erste Schikane, wo die immer beim Start dann rangieren. Alter, jetzt werde ich von Vögeln angegriffen, what the f***. Okay, hey, ich finde, das sieht null erkennbar aus. Das sieht hier immer ganz anders aus, wenn die Formel-1-Rennen stattfinden. Und das Beste an der ganzen Geschichte noch dazu ist, ich bin rein zufällig jetzt hierher gekommen. Ich bin durch die Stadt gelaufen, ich bin jetzt halt am ersten Tag hier in Melbourne, ich wollte eigentlich nur ein bisschen rumlaufen, die Stadt erkunden. Habe ich gesehen, ist ein Park in der Nähe, ja geil, dann gehe ich halt mal hin und entspanne mal kurz. Und dann schaue ich so die Form an auf Google Maps und denke mir, Moment, das sieht mir irgendwie bekannt aus. Und ja, aber es sieht wirklich, also man kennt überhaupt nicht, dass es hier die Formel-1-Strecke ist. Das finde ich richtig krass. Aber ja, war jetzt ein schöner Zufall. Ich bin jetzt nicht so ein großer Formel-1-Fan wie früher. Oh ja, da wird auch schon Rennen gefahren. Ja, ich bin nicht so ein großer Formel-1-Fan wie früher, aber ich finde es trotzdem echt interessant, das halt mal hier zu sehen. So, für die kein Formel-1-Fans sind, alles gut, es geht jetzt weiter. Ja, der nächste Tag war eigentlich viel spannender, deswegen, ja, würde ich sagen, machen wir den nächsten Tag weiter, oder? In der Früh war ich auf der Suche für einen Platz zum Frühstücken und ich habe den besten Ort hier gefunden bei dieser kleinen Gasse. Richtig schönes Ambiente, voll mit kleinen Cafés, besser hätte der Tag kaum starten können. Direkt daraufhin bin ich zu einer weiteren Gasse gegangen, nämlich die AC/DC Lane. Ja, es heißt wirklich so und dieses Bild zeigt vielleicht auch warum. In der Gasse gab es sehr viele Gemälde aus der Straßenkunstszene und jetzt muss ich schon sagen, ich bin ja selber nicht so ein richtiger Kunstprofi, aber ich fand es schon richtig cool da zum Durchlaufen, da waren echt coole Sachen dabei. Das mittlere Bild ist ein Original von Banksy übrigens, wollte ich aber auch kurz nebenbei sagen. Danach war ich beim höchsten Gebäude Melbournes. Denke, damit ist eindeutig, welcher gemeint ist. Nachdem ich gefühlt mit dem schnellsten Aufzug der Welt hier runtergefahren bin, bin ich gegen etwas Merkwürdiges gestoßen. Nachdem ich etwas Death Metal gehört habe, wollte ich unbedingt in ein paar Museen von Melbourne gehen, denn die sind wohl echt bekannt und grundsätzlich auch kostenfrei. Das, was ihr da gerade gesehen habt, war von einem Gaming-Museum, war ganz klein. Danach bin ich hier gegangen zum Shrine of Remembrance. Das ist ein Museum, die über Australiens Beteiligung in sämtlichen Kriegen im letzten Jahrhundert berichtet hat, wie zum Beispiel Erster und Zweiter Weltkrieg. Und es war unglaublich interessant. Das kann ich nur jedem am Herz legen, der nach Melbourne geht. Ja genau, da der Shrine of Remembrance in der Nähe von den Botanischen Gärten in Melbourne war, bin ich da auch ein bisschen dort geschlendert. Ich hatte noch ein bisschen Zeit. War auch wieder sehr nett, sehr schön eingerichtet. Es war jetzt nicht so krass zentral wie jetzt in Melbourne oder Sydney, wo das halt wirklich mitten in der Stadt war. Aber ja, es war schon rumgelaufen, das Wetter war ganz gut. Musste aber auch ein bisschen mehr aufpassen, als ich dieses Schild gesehen habe. Not the bees again. Und habe mich dann zu meinem nächsten Programmpunkt bewegt.
Nämlich hier, MCG, einer der bekanntesten Cricket-Stadien der Welt. Und ich wollte da einfach unbedingt zu dem Spiel. Das war jetzt kein wichtiges Spiel, also es war jetzt also ein ganz normales Ligaspiel. Ich war auch da als neutraler Fan hingegangen. Aber es war mega cool, echt ein nices Spiel. Und ich durfte sogar selber noch aufs Feld gehen, was mir natürlich auch gefreut hat. Um meine Freude noch mehr auszudrücken, gab es dann auch sogar ein Selfie dazu. Der war einfach in dem Moment wichtig. Ich war ein bisschen unschlüssig am Anfang, alleine bei dem Spiel hinzugehen, aber es hat mich während dem Abend einfach immer weniger gestört. Es war so ein gutes Spiel, so eine gute Show und danach noch auf dem Feld zu gehen. Es war einfach ein mega Abend, auch alleine. Vielleicht noch ein paar Worte zu dem Thema, denn für mich gar keine Frage, mit Freunden auf Ausflüge oder Reisen zu gehen, ist schon viel, viel cooler und das finden wahrscheinlich die meisten auch so, gar keine Frage. Aber alleine reisen zu gehen, das habe ich vor allem an dem Tag festgestellt, das hat auch seine Vorteile. Guck's mal einfach, wie viel ich an dem Tag da geschafft habe. Ich habe 37.000 Schritte gelaufen, konnte meinen Plan super durchziehen, also manchmal ist das schon echt eine Option. I'm back! Ja, 3 Tage noch hier in Sydney. Das ist krass. 3 Tage einfach. Was ist die Zeit vergangen? Ja, ich habe noch jede Menge noch zu tun oder noch vor. Also morgen gehe ich auf Abschiedsdrinks mit ein paar Leuten, die ich kennengelernt habe. Da freue ich mich natürlich super drauf. Ja, die allen ein letztes Mal noch zu sehen. Für eine Weile wahrscheinlich. Ja, ich muss noch ein oder anderes Souvenir noch kaufen. Da fehlen mir noch ein paar Leute, denen ich noch was mitbringen will. Dann gehe ich auf jeden Fall noch zur Uni, weil ich will mir so einen Uni-Pullover kaufen. Und ich muss noch meine Zimmer putzen. Ich muss natürlich auch so in einem guten Zustand hinterlassen. Das könnte wahrscheinlich sogar die aufwendigste Arbeit sein. Also es gibt nicht wenig zu tun. Aber ja, viel weit werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen. Bleibe jetzt nur noch in Sydney. Ja, daher würde ich sagen, werde ich mal produktiv und lege mich in mein Bett und schaue Amazon Prime. So, der letzte Abend ist gebrochen. Ich habe mich schon vor einiger Zeit schon gesagt, wenn ich an meinem letzten Tag hier bin, dann werde ich mich hier an meinem Lieblingsort, was ich jetzt schon häufig im Vlog gezeigt habe, noch ein letztes Mal setzen. Ich kann mich noch erinnern, wo ich vor 6 Monaten hier vom ersten Mal saß und direkt absolut begeistert war von alles, was ich hier gerade vor mir sehe, mit den Hochhäusern auf der Seite, die Bridge, die Harbour Bridge da hinten rechts, hinter mir ein Opernhaus. Ich muss inzwischen sagen, jetzt 6 Monate später, wo ich hier sitze, hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch komplett begeistert und könnte hier stundenlang sitzen. Ich bin wirklich irgendwie sehr zwiegespalten über die ganze Sache. Also ich freue mich einerseits richtig, richtig hart drauf, wieder Familie und Freunde in Deutschland zu sehen. Ich freue mich wieder auf gescheites Bier und auch besseres Essen, muss ich auch sagen. Und solche Sachen haben mir halt schon echt gefehlt. Aber gleichzeitig werde ich hier sehr, sehr traurig sein, wenn ich hier verlassen muss. Ich hätte halt vor 6 Monaten hätte ich nicht gedacht, ja, boah, 1 Jahr, das wäre machbar. Ich hätte mir gedacht, es wäre viel zu lang. Und ich hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, ja, also es wäre ja immer nur 6 Monate gewesen. Also es war jetzt nicht so, dass ich da eine Entscheidung getroffen habe. Ich musste 6 Monate hier. Aber jetzt muss ich ja schon sagen, ich hätte es schon echt 1 Jahr hier schaffen können. Das fühlt sich irgendwie noch nicht wie die richtige Zeit anzugehen irgendwie. Ich habe schon echt viel, also ich bin absolut froh mit allem, was ich gesehen habe. Ich kann mich echt nicht beschweren. Ich habe wirklich ganz, ganz viele Teile von Australien gesehen. Lange nicht alles. Ich war nicht Richtung Westen. Outback habe ich nicht einmal betreten. Weil es einfach zu teuer war, quasi einfach nur den Outback so zu sehen. Aber ich hätte es trotzdem halt irgendwo gern gesehen. Aber ich habe trotzdem, finde ich, schon recht viel. Also Ostküste habe ich ja eigentlich fast alles durch, aber selbst da vielleicht nicht alles. Aber trotzdem, ich fühle 6 Monate, die wären hier schon noch gegangen. Ich werde auch hier die Leute vermissen, muss ich sagen. Also gestern war ich mit letzten Mal mit so... Ja, einigen, die ich hier kennengelernt habe und mit denen ich am häufigsten wahrscheinlich auch gemacht habe, was trinken. Das war sehr cool. Ich hoffe, da hält sich auch noch der Kontakt, auch wenn wir so ein bisschen so um die ganze Welt natürlich verstreut sind.
Aber das wäre schon cool. Das wird komisch sein, nachdem ich den halt immer so häufig gesehen habe, jetzt gar nicht mehr zu sehen. Ja, alles ganz komisch irgendwie. Als ob es so einfach, man hat diese Zeit 6 Monaten und dann wird es einfach so abgebrochen. Auf jeden Fall, das war jetzt ja, das letzte Video aus Australien. Krass. Ja, was soll ich da unbedingt sagen? Es hat mich sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Vlogs zu machen. Ich hoffe, ihr habt insgesamt vom Land einen guten Eindruck bekommen. Ich meine, ich war ja bei ganz vielen unterschiedlichen Orten, aber ich hoffe, das war jetzt besser, als einfach nur Fotos zu gucken und das hat euch ja gefreut, es halt ein bisschen anzuschauen. Ich freue mich total. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich jetzt 1, 2, 3 Jahren immer wieder diese Vlogs angucken werde. Ich glaube, das wird für mich auch ja, eine ganz gute Idee gewesen sein. Und ja, das wird nicht das letzte Vlog sein. Es wird noch einen geben, denn ich werde nicht morgen direkt nach Hause fliegen. Ich mache noch einen kleinen Zwischenstopp für 6 Nächte. Und bei dieser Zwischenstopp werde ich noch ein letztes Video machen. Aber ja, wird nicht mehr in Australien sein, so viel kann ich schon mal verraten. Deswegen, ja, danke nochmal für dieses Video anschauen. Danke nochmal, dass ihr das so cool fand, dass ich so coole Nachrichten dazu bekommen habe. Das hat mich echt gefreut. Und ja, wir werden uns wahrscheinlich wieder sehr bald sehen. Wahrscheinlich, wenn dieses Video rauskommt, haben wir uns schon längst alle wieder gesehen. Also, so ist ja nicht. Aber, naja, trotzdem, das letzte Mal von Sydney. Bye, bye.